Kung Fu knallhart. In Kaiserslautern bilden Shaolin-Kampfmönche Nachwuchs aus. Julian will einer von ihnen sein und erlebt ein böses Erwachen. Ich war zwar überzeugt, dass es schwer wird, aber damit habe ich nicht gerechnet. Kämpfen und beten für die Erleuchtung. Nur wer sich darauf einlässt, wird in die Geheimnisse der Kampfkunst eingeweiht. Und vollkommen erwacht. Vom Grundprinzip her ist die Faszination, die von Shaolin ausgeht, natürlich riesengroß. Wenn auch nicht selten aus den falschen Motiven. Nämlich aus dem Glauben heraus, ich werde Kung-Fu-Kämpfer. Julian kämpft, Tag für Tag, Woche für Woche. Eine Grenzerfahrung für Körper und Geist. Seine Fortschritte werden belohnt. Der Shaolin-Orden nimmt ihn auf. Das ist mein Traum, Mönch zu sein. Und den habe ich jetzt erfüllt und alle haben es mitgekriegt. Trainieren mit den Besten. Seit 3 Jahren hält Julian als einziger Novize durch. Ein Klosterumzug schafft Platz für neue Anwärter. 3 Kandidaten wagen den Sprung ins kalte Wasser. Da, wieder. Nachwuchssuche ohne Gnade. Wer dabei sein will, muss leiden. Es geht nicht, es geht nicht. Es geht. Nein, es geht nicht. Mitleid habe ich ehrlich gesagt nicht so viel. Also wer das machen will, muss da halt durch. Dehnübungen für einen 4-stündigen Trainingsmarathon. Wer Mitglied im Shaolin-Kloster Kaiserslautern werden will, muss dieses Pensum schaffen. Vor dem Frühstück. Julian trainiert seit 2 Jahren mit den Shaolin-Mönchen. Jedes Jahr hoffen zahlreiche Bewerber auf eine Aufnahme ins Kloster. Doch die Aussichten auf Erfolg sind gering. Das hat keiner geschafft bisher. Also von den ganzen Leuten, die bisher da waren, hat es keiner geschafft. Innerhalb von 2 Jahren ist kein neuer gekommen. Vielleicht kommen die einfach mit der falschen Einstellung her oder haben einfach nicht den richtigen Willen für sowas. Also vielleicht zu viele Filme geguckt, ja, und denken sich, ja, jetzt können sie mal eben ins Kloster kommen und da ein bisschen einen auf Kampfmönch machen. Aber so läuft es halt nicht. Ja, es ist sehr anstrengend, nicht nur von dem Training her, überhaupt der ganze Tagesablauf. Ja, wenig schlafen, früh aufstehen und den ganzen Tag hat man zu tun. Das ist halt nicht wie zu Hause, dass man nach der Arbeit oder nach der Schule nach Hause geht und dann hat man frei. Das ist ja halt nicht der Fall. Bei der morgendlichen Tortur kommt es nicht nur auf die körperliche Kraft an. Vor allem die mentale Stärke ist entscheidend. Neuland für die meisten Anfänger. Also jetzt in der Stufe gestellt bin ich ganz unten. Und es ist mir eine große Ehre, hier trainieren zu dürfen. Mit Ihnen zusammen, von Ihnen trainiert zu werden. Aller Anfang ist schwer. So war es auch bei Julian. Vor 2 Jahren sah seine Trainingswelt noch völlig anders aus. Mit 8 Jahren betrat er zum ersten Mal eine Kung-Fu-Schule. Das ist hauptsächlich durch meinen Vater passiert, weil ich früher ziemlich klein und schmächtig war und wurde oft geschlagen von anderen. Und dann hat mein Vater mich einfach mal mit zum Training genommen, weil er war auch früher im Karate. Und ja, dadurch bin ich dann an Kung Fu gekommen. Talent besitzt er schon als kleiner Junge. Es mangelt ihm nicht an Ehrgeiz und Willensstärke. Schon früh hat er ein Ziel vor Augen. Neben Bruce Lee zählen vor allem die chinesischen Shaolin-Mönche zu Julians Vorbildern. Super, was die alles erreichen, fast übermenschliche Sachen. Dass sie es schaffen, mit ihrem Geist Dinge zu erreichen, die für uns wahrscheinlich undenkbar sind. Und das ist einfach klasse, dass sie diese Disziplin haben, das Training durchzuhalten. Meinst du, das kannst du auch? Ich werde es versuchen. Ich will es auf jeden Fall schaffen. Julian will für 2 Wochen in das Kloster in Kaiserslautern ziehen, um das ursprüngliche Kung Fu zu lernen.
Das sagenumwobene Leben der Shaolin reizt den 17-Jährigen. 8 Wochen im Jahr gewährt der buddhistische Orden Laien Einblicke in das harte Training der angehenden Kampfmönche. Ich möchte ins Kloster, um halt zu sehen, wie das wirklich ist. Nicht nur das körperliche Training, sondern auch vom Geist her, wie das abläuft. Alles. Könntest du dir denn vorstellen, Mönch zu werden? Abwegig ist es nicht. Also sage ich jetzt, ich weiß ja nicht, wie es da ist. Vielleicht ist es auch so hart für mich, dass ich es gar nicht schaffe. Ist ja möglich. Aber kann ich mir schon vorstellen. Julians Ambitionen stoßen nicht nur auf Begeisterung. Ich stehe voll dahinter. Nur ich wünsche mir natürlich auch Enkel. Und wenn er dann als Mönch aktiv ist, fallen die anderen Aktivitäten ja weg. Und das würde mich schon ein bisschen schocken, ja. Deswegen hat er ja Zeit, sich das in Ruhe zu überlegen. 14 Tage Klosteraufenthalt bedeuten alles andere als Urlaub. Julian muss die buddhistischen Regeln befolgen und auf liebgewonnene Gewohnheiten verzichten. Für 2 Wochen mal erst letztes Mettbrötchen. Warum? Weil ich in dem Kloster kein Fleisch essen darf. Da ist nur vegetarische Ernährung. Und das genieße ich jetzt. Wie leicht wird es dir fallen, kein Fleisch zu essen? Ja, ich denke, das wird das kleinste Problem werden. Auf jeden Fall. Das frühe Aufstehen und viel Training, das wird, denke ich, wesentlich härter werden. Hast du ein bisschen Angst? Ohne Ende. Dass ich es nicht schaffe. Das ist meine größte Angst. Die Eltern finanzieren den Traum ihres Sohnes. Erst ist solch ein Wunsch ja in weiter Ferne. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, mein Mann und ich, ihm das zum Geburtstag und zu Weihnachten zu schenken. Und das kam dann immer näher. Ja, und jetzt bin ich total nervös. Vorher nicht. Der Kaiserslauterner Klosterableger des Shaolin-Ordens hat mit der Pracht des chinesischen Haupttempels wenig gemein. So unterschiedlich die Fassade, so identisch ist aber die Ausbildung. Die in Deutschland lebenden Mönche halten sich strikt an den asiatischen Lehrplan. Seit 2003 bildet Abt Shi Hang Song mit seinen Meistern Novizen aus. Also, bitte, Platz. Dankeschön. So, bitte kurz zu Sheng Sheng Shifu. Das ist sehr schön. Gut, gut. So, wenn ich vorstellen darf, Sheng Sheng Shifu, das ist der Kampfmeister, der dein Training vor allen Dingen leiten wird in der Zeit, in der du hier bist. Ja, in der Hauptsache. Shifu. Ja. Insgesamt 6 Ordensmitglieder leben in dem Shaolin-Kloster. Bist du untersucht worden nochmal oder gesund? Also kein Problem, keine Bedenken von Seiten des Arztes? Ja, okay, gut. Der weiß auch, dass es um 8 Stunden am Tag Training geht und sowas leistungsmäßig täglich und sowas gut. Ich hoffe, dass du die Zeit durchhältst. Oh, ich auch. Ja. Du darfst jederzeit abbrechen. Shami, könnt ihr Julian gerade Räume zeigen? Soweit. Soll ich meine Sachen direkt mitnehmen? Du kannst schon da lassen, wenn ihr hochgeht. Kannst du die ja mitnehmen, sonst trägst du die durch die anderen Räume. Abt Shi Hang Song nutzt die kurze Abwesenheit seines neuen Schützlings, um Julians Eltern die Ernsthaftigkeit des Probetrainings zu verdeutlichen. Schließlich ist das Kloster kein Fitnesstempel. Natürlich kommt er vor allen Dingen erstmal aus Interesse an der Kampfkunst. Nur darf man nicht vergessen, wir sind keine Kampfkunstschule mit Altarecke. Wir sind ein buddhistischer Tempel mit einer angeschlossenen Kampfkunstschule. Die Shaolin-Mönche sind in allererster Linie buddhistische Mönche. Daneben betreiben sie Kampfkunst. Das ist zwar eine Einheit, das heißt, das ist nicht so etwas wie Beruf buddhistischer Mönch und Hobby Kampfkunst. So ist es nicht. Das ist eine sich verschmelzende Einheit. Nur das muss man auch als solches erkennen. Bislang hat kein Klosterschüler auf Zeit länger als 3 Tage beim Training der Mönche mithalten können. So, jetzt können Sie sich nochmal verabschieden. Tschüss. Mach's gut, Ja. Und melde dich. Natürlich, Steff. Ja? Wir sehen uns Eine in 2 schöne Wochen. Zeit. Darf ich da auch noch eben Tschüss sagen? Tschüss. 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 So. Shifu. Tschüss. Tschüss. Passt auf. Wir Julian möchte für 2 Wochen in die Welt der Shaolin-Mönche eintauchen. Sehr
nervös halt, weil ich aufgeregt bin, was halt als nächstes kommt, wie jetzt noch der Abend verläuft. Und besonders morgen früh, da bin ich gespannt. Weil das 5 Uhr aufstehen ist schon eine harte Sache, denke ich. Kaiserslautern, Sonntagmorgen. Ein Shaolin-Kloster kennt kein Wochenende. Jeder Tag beginnt um 5:30 Uhr. Aufstehen. Schon vor dem Frühstück joggen die Mitglieder des Ordens eine halbe Stunde im nahegelegenen Park. Egal ob Winter oder Sommer, der Kampfsport findet draußen statt. Dem Kung-Fu-Meister müssen die Schüler absoluten Gehorsam entgegenbringen. Notfalls sind auch körperliche Züchtigungen erlaubt. Julian erfährt keine Sonderbehandlung. Nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Prinzip. Das Niveau der Novizen ist der Maßstab. Ganz so extrem hatte ich es mir nicht vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich war zwar überzeugt, dass es schwer wird, aber damit habe ich nicht gerechnet. Wie fertig bist du mittlerweile schon? Ich wäre froh, wenn wir eine Pause machen können. Also auf jeden Fall schon ganz schön geschafft, wo wir nicht viel gemacht haben. Aber wird sich zeigen, wie lange ich durchhalte. 1,5 Stunden Kung-Fu-Übungen ohne Pause. Meister Shi Hong Cheng trainiert unnachgiebig weiter. Ich habe gemerkt, er wird schwächer, sein Körper wird schwächer, aber sein Geist war sehr stark. Und die geistige Grenze kann die körperliche Grenze oft nach oben setzen. Um das Mögliche zu erreichen, muss das Unmögliche verlangt werden. Nur durch dieses harte Training wird wirklich der Körper auch hart trainiert. Das heißt, er wird besser, er wird schneller, er wird stärker. Das, was ja einfach vom Körperlichen her im Kung-Fu verlangt wird, im Shaolin-Kung-Fu. Und dazu ist hartes Training einfach die beste Methode. Besonders charakteristisch für das Shaolin-Kung-Fu sind die tiefen Stände, die Kampftechniken mit gebeugten Knien. Nach 2 Stunden streikt Julians Beinmuskulatur. Ich habe mir überlegt, genau in dem Moment aufzuhören. Aber dann wiederum kamen mir die Gedanken, dass das halt mein größter Traum war und dass man auch schon mal Opfer bringen muss, wenn man was erreichen will. Und das hat mich dann dazu gebracht, weiterzumachen, so gut es ging. Der 17-Jährige zwingt sich durchzuhalten. Eine Leistung, die im Shaolin-Kung-Fu erforderlich ist. Die Schinderei ist keine Schikane, sondern Mittel zum Zweck. Es geht darum, Meditation zu üben. Und der Gedanke, sich verteidigen zu können, der Gedanke, kämpfen zu können, steht ganz im Hintergrund. Das heißt, dass ein Shaolin-Mönch kämpfen kann, ist sozusagen das Nebenprodukt oder das Abfallprodukt, aber nicht der Zweck der Aktion, sondern die Selbstkultivierung, die Entwicklung der positiven Eigenschaften. Das ist das, was im Vordergrund steht. Frage, wie macht das nicht? Gut, ja. Also wird schnell lernen. Ja. Die Veranlagung ist auf jeden Fall da. Gut. Novize Shi Shao-He besorgt die Waffen für die nächste Trainingseinheit. Wie schlägt sich Julian nach deiner Meinung? Oh, bis jetzt ganz gut. Mal gucken, wie es die Tage wird. Aber ich hoffe mal, dass er es schafft. Im Vergleich zu anderen ist es normal, dass er jetzt schon so fertig ist? Ja, das stimmt. Wie lange habt ihr gebraucht, um so gut zu sein, wie ihr jetzt seid? 1,5 Jahre. Also nach einem Monat ungefähr geht es schon besser. Also dann ist auch, sind auch
wenn ich mehr so Muskelkater und so, und dann geht's. Aber wir können es ja auch noch nicht perfekt. Der kräftezehrende Frühsport ist erst ein Vorgeschmack auf das restliche Training. 8 Stunden täglich stählen die Shaolin-Mönche ihre Muskeln, um die Perfektion der Bewegungen zu erlangen. Angesichts der extremen Anstrengung wird klar, warum bisher alle Probeschüler scheiterten. Ich habe vorher noch nie so trainiert. Ich habe es versucht, privat, aber von alleine kriegt man es nicht hin, sich so zu fordern, wie es hier gemacht wird. Also wenn man nicht mehr kann oder keine Lust mehr hat, macht man kurz Pause. Und das ist hier halt nicht so. Das ist schon anders. Wie ist das für dich, an deine Grenzen zu kommen? Schmerzlich, aber schön. Julians Anfängerstatus schützt ihn vor weiteren körperlichen Grenzerfahrungen. Während die anderen unbeirrt fortfahren, kann der 17-Jährige in Ruhe an seiner Fingerfertigkeit arbeiten. Shi Hang-Swan zwingt eine alte, wieder aufgeplatzte Wunde zur Pause. Wenn man wirklich richtiges Shaolin-Kung-Fu machen möchte, dann braucht man schon einen sehr, sehr starken Willen. Also auch jemand, der früh aufgibt, ist bei uns falsch. Deswegen. Das heißt, als Beispiel, wenn man mal Bauchschmerzen hat oder so, also Sachen, die jetzt nicht so schlimm sind, dann muss man sich auch mal überwinden und sagen, ich gehe trotzdem, ich mache das trotzdem jetzt auch, obwohl ich Bauchschmerzen habe oder ein bisschen Kopfschmerzen habe. Also, ja, mämmig sollte man nicht sein. Der 18-Jährige will den Meistergrad erreichen. Er wohnt nur in der Woche im Kloster und lässt sich zum Laienmönch ausbilden. Verletzungen schenkt man im Shaolin-Kung-Fu wenig Beachtung. Ein Kämpfer hört nicht auf, wenn er verletzt ist. Was tut er auf der Straße, wenn ihn jemand mit einem Messer trifft? Sagen so, okay, ich gebe auf, bitte stich mich ab oder so. Natürlich ist das auch etwas, wo Leute dann sagen, das ist vielleicht sehr hart. Auch wenn man natürlich hingeht und sagt, weiter trainieren oder so. Nur viele Menschen sitzen in diesen Shows und bewundern Shaolin-Mönche. Und sagen, das ist toll, was die alles können oder so. Jeder bewundert Kämpfer, keiner überlegt sich, wie man sie produziert. Und nicht, indem man sie mit Wattebällchen behandelt. Nach der körperlichen Arbeit folgt die geistige Ertüchtigung. 3-mal am Tag findet eine Zeremonie zu Ehren Buddhas statt. Kotau. Die Tradition der Shaolin und deren Kampfkünste reicht über 1500 Jahre zurück. Für Julian sind die buddhistischen Tempelhandlungen noch weitgehend Neuland. Verehrung dem Erhabenen, Heiligen und vollkommen Erwachten. Verehrung dem Erhabenen, Heiligen und vollkommen Erwachten. Zum Orden nehme ich meine Zuflucht. Vom Grundprinzip ist die Faszination, die von Shaolin ausgeht, natürlich riesengroß, wenn auch nicht selten aus den falschen Motiven, nämlich aus dem Glauben heraus, ich werde Kung-Fu-Kämpfer. Ja, und den Rest den mache ich vielleicht so mit, wenn es sein muss. Und das ist natürlich genau die falsche Einstellung. Eine Frage, die wir jeden Novizenbewerber stellen, der sich hier bewirbt, ist, würdest du es auch tun, wenn wir dich als rein geistlichen Mönch nehmen würden? Denn wenn ihm irgendetwas passiert, was es ihm unmöglich macht, die Kampfkünste weiter auszuüben. Kann ja ein Autounfall sein, irgendwas. Der Orden wirft ihn ja nicht raus. Aber wenn einem sowas mit 30 widerfährt, man wird 90 und man möchte geistlicher Mönch gar nicht sein, wird das ein hartes Leben. Wenn sie nicht trainieren, büffeln die Novizen Theorie, lernen Chinesisch oder kümmern sich um den Haushalt. Julians Freunde konnten dessen Entscheidung für den Orden nicht nachvollziehen. Viele haben halt auch gesagt, dass das eine verrückte Sache ist, seinen Urlaub dafür zu nehmen. Also sie hätten es nicht getan. Weil die sind halt mehr für Party und Urlaub, Ballermann. Aber das ist halt nichts für mich. Deshalb bin ich auch hier. Das Leben der jungen Männer im Kloster hat mit dem Alltag Gleichaltriger wenig gemeinsam.
Ja, also wenn ich zu Hause bin, dann darf ich zum Beispiel nicht in Disco und oder Party machen und so. Kein Alkohol trinken, keine Mädchen und so. Ja. Aber es geht schon. Wie schwierig ist es denn, keinen Kontakt mit Mädchen zu haben? Kommt immer auf den Mensch selbst an. Also für mich zählt im Moment nur Kung Fu zu machen. Eine Freundin zu haben bedeutet ja auch nicht immer glücklich zu sein. Der Verzicht auf sexuelle Kontakte stört Julian bei dem Gedanken, eventuell Mönch zu werden, am wenigsten. Hier ohne Frauen zu sein, finde ich noch leichter als ohne Fleisch. Ja, das ist meine Meinung. Also, Kannst du mir das erklären? ja, nicht direkt, aber wie gesagt, die halten einen halt nur von den wichtigen Dingen ab, die man gerne machen will. Und weiß nicht. Nicht nur, dass sie einen so körperlichen Anspruch nehmen, also so ein Treffen und so weiter, sondern auch, wenn man eine hat, denkt man viel an sie und das lenkt einfach zu sehr ab. Das vergoldete Zeit. 2 Wochen später ist im Kloster ein kleines Wunder geschehen. Julian hat die magische Grenze von 3 Tagen überschritten und beim Training der Mönche mithalten können. Dieses Durchhaltevermögen besaß keiner der Anwärter der vergangenen 1,5 Jahre. Mir ging oft das Aufgeben durch den Kopf, weil es schon einfach hart ist. Man ist halt nicht dran gewöhnt und da muss man einfach die Zähne zusammenbeißen, anders geht das nicht. Was war denn das Schlimmste? Das Morgentraining, früh aufstehen und direkt laufen, das ist am Anfang schwer. Ab welchem Tag hast du denn gedacht, ich kann nicht mehr? Montagmorgen schon direkt. Da hatte ich eigentlich keine Lust mehr. Aber ich meine, ich wollte die 2 Wochen schaffen und jetzt überlege ich schon, ob ich nicht ganz bleibe. Abt Shi Hang Song hat die letzten 600 Bewerbungen für ein Noviziat abgelehnt. In China versuchen jedes Jahr rund 15.000 junge Männer, Kampfmönch zu werden. Die Ausbildung ist gesellschaftlich anerkannt, gilt sogar als Ehre. In Europa garantiert das Noviziat einen Exotenstatus. Die Abkehr vom normalen Leben stößt oft auf Unverständnis. Ja, es ist schon eine Art Gefängnis. Allerdings kann man sich aussuchen, wann man raus will und wann nicht. Man braucht halt nur die Einverständniserklärung vom Wärter. Ja, meine Schwester habe ich sehr vermisst, weil die liegt mir sehr am Herzen. Aber jetzt an normalen Gegenständen wie, weiß ich nicht, Playstation oder Computer, sonst irgendwas habe ich nicht vermisst. Nur mein Bett vielleicht, weil das etwas bequemer ist, kann ich besser drauf schlafen. Aber sonst habe ich halt alles, was ich brauche. Julian spielt ernsthaft mit dem Gedanken, seine Lehre als Graveur aufzugeben und dem Shaolin-Orden beizutreten. Im Gegensatz zum Katholizismus gibt es im Buddhismus keine ewigen Gelübde. Das heißt, jeder Mönch kann seine Entscheidung rückgängig machen. Es ist so, dass für uns eine der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Bewerbern immer auch die Frage ist, können die hier glücklich werden? Ist es das, was sie wirklich wollen? Ist es schon vorprogrammiert, dass die nach kurzer Zeit abbrechen, dass sie unglücklich werden, dass sie nicht zufrieden sind? Oder kann das tatsächlich ein Weg für sie im Leben sein? Und bei Julian sind wir der Überzeugung, es kann ein Weg für ihn sein, der ihn glücklich macht. Es kann etwas sein, was ihn zufrieden macht. Und deswegen sind wir auch auf jeden Fall bereit, da mit ihm zu arbeiten, an ihm zu arbeiten und für ihn zu arbeiten. Die erlesene Klostertruppe freut sich über den talentierten Nachwuchs. Julians ernsthaftes Interesse soll mit einer besonderen Überraschung belohnt werden. Der Chef des Klosters gestattet dem 17-Jährigen ein Privileg. Hallo. Hallo. Julian, du hast dich ja jetzt in der Woche sehr bemüht, angestrengt, viel gegeben. Und hast gesagt, du überlegst dir, ob du eventuell sogar bleiben möchtest, Novize werden möchtest.
Um dir einfach noch eine weitere Erfahrung zu geben, wie das ist als Novize, wollen wir dir auch die Erfahrung ermöglichen, wie es ist, wenn man die Kleidung, die Uniform von Novizen trägt. Und zu diesem Zweck sollst du die jetzt anlegen können und heute auch darin trainieren können, um einfach mal zu sehen, wie man sich darin fühlt. Die Farbe Grau steht im Shaolin-Orden für den Status eines Novizen. Julian ist sichtlich gerührt über den Vertrauensbeweis des Abtes. Komisches Gefühl schon, weil ich halt noch nicht dazugehöre und fühlt sich halt ungewohnt an, sowas. Würdest du denn gerne dazugehören? Ja. Da sind nur noch meine Eltern im Weg. Ich denke, wenn sie merken, dass es ihn glücklich macht, werden sie ihn gehen lassen. Es ist normal, dass Eltern sich für ihre Kinder wünschen, finanzielle Sicherheit, abgesichert sein im Beruf. Aber heutzutage ist das eventuell trügerischer als je. Und Julian ist bereit, natürlich ein gewisses Risiko einzugehen. Aber grundsätzlich gilt ja immer der Satz, wenn jemand nicht bereit ist, für seine Überzeugungen Risiken einzugehen, taugen die Überzeugungen oder der Mensch nichts. Julians Sehnsucht wurde gestillt. Er hat Einblicke in die wahren Geheimnisse des Kung Fu erhalten. Sein Entschluss steht fest. Das Kloster soll in Zukunft sein neues Zuhause sein. Ein Jahr ist mittlerweile seit den Probewochen vergangen. Ein neuer Meister aus China ist nun für Julians Kung-Fu-Ausbildung verantwortlich. Das tägliche Training findet nur noch zu dritt statt. Der Novize Shi Xiaohe brach das Noviziat ab. Das Klosterleben fordert täglich Höchstleistungen. Die Überwindung bei Sprüngen, das war also jetzt von den Nerven her das Schwierigste und körperliches alles. Kommt immer wieder was Neues, was noch schwieriger ist als vorher. In 24 Stunden widmet Julian sein Leben offiziell dem Shaolin-Orden durch die sogenannte Ordination. Die Bilanz des vergangenen Jahres bestärkt ihn in seiner Entscheidung. Ich fühle mich besser. Also überhaupt, generell im Alltag. Ich trete den Menschen anders auch gegenüber. Bin nicht mehr so unzufrieden mit mir selbst. Ja, früher habe ich überall dran rumgenörgelt und so. Und jetzt finde ich mich mit dem ab, was ich habe und wie ich bin. Am Tag der Ordination reist Julians ganze Familie an. Mein Freund, wie geht es dir? Gut. Gut? Gut siehst du aus. Heftig, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen? Geht. Geht so? Ja, die Umarmung ist wieder inniger als bei mir. Ja. Wie geht's dir? Oh, super. Jetzt geht's mir gut. Wie häufig siehst du sie denn? Nicht so häufig, wie ich gern würde. Aber ist okay. Alle 2-3 Monate ungefähr, ne? Die letzte Zeit war ein bisschen öfter gewesen. Ja, war Ausnahmezustand jetzt die letzte Zeit. Aber sonst, ja, so alle 4 Monate, 3-4 Monate. Ja, rufen Sie am Wochenende auch schon mal an, wo er dann gesagt hat, ich glaube, ich kann nicht mehr. Und dann ist bei uns der Widerspruch, bei uns beiden als Partnern, wo ich dann unterstütze und sage, du schaffst das, wenn du es möchtest. Und meine Frau dann sagt, wenn du nicht mehr kannst, komm, ich hol dich. Und hat den Autoschlüssel schon in der Hand. Ja. Heute ist der letzte Tag, wo wir ihn am Kopf anfassen dürfen. Ja. Ja, weil man Mönche ja nicht am Kopf anfassen darf. Eigentlich generell nicht anfassen. Ist ja der Sitz der Seele. Aber es ist zugelegt, ja. Weiß ich nicht. Mutti sagt ja, die sind immer schmaler geworden, aber für mich hast du ein Kreuz wie ein Raubritter. Ja. Sie betreibt nicht. Ja, die Schultern, ja, aber ansonsten ist ja nichts Nee, Julian dran. ist schon ein Hämpfling, auf jeden Fall. Bei aller Lockerheit, die Sorge um den Sohn lässt sich nicht so einfach verdrängen.
Manchmal denke ich, dass er das seelisch, dieses eingeengte und 24 Stunden aufeinander hocken, nicht immer so gut wegstecken kann. Ne? Und ja, das ist meine Sorge, dass eben die Seele arg leidet, auch wenn er uns nicht öfter sehen kann. Und manchmal vermisse ich ein bisschen das Kindliche, was auch noch mal durchkommt, wenn wir rumalbern und tollen und so. Aber ist sehr schnell erwachsen geworden für mich jetzt, ja. Aber ist okay, also ich bin sehr stolz. Ich habe im vergangenen Jahr immer gesagt, ich kann nicht stolz sein, weil ich ja nichts geleistet habe. Aber doch, ich bin jetzt richtig stolz auf Julian. Und drücke ihm beide Daumen, ja. Aus Platzmangel findet die Ordination in der Trainingshalle statt. Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Ovi, hallo, wie geht es Ihnen? Danke, gut. Gut? Ja, Gut. noch. Schön. Noch? Ach, das bleibt auch so. Ich denke, dass die Eltern von Julian die Ordination ganz gut überstehen werden. Ich denke, am meisten zu kämpfen hat seine Mutter, aber das ist auch normal. So ein Stück weit hat man immer das Gefühl, man gibt jemanden weg. Aber ich denke, dass sie sehr, sehr stolz auf ihn sind und auf seine Leistung. Und das ist auch angebracht. Im Beisein von geladenen Gästen und seinen Eltern unterwirft sich Julian bedingungslos den strengen Regeln des Shaolin-Ordens. Bist du buddhistischen Glaubens? Ja, ehrwürdiger Herr. Wie ist dein Name? Wie nennen dich die, die bisher mit dir deinen Weg gingen? Mein Name ist Julian Jacobi, ehrwürdiger Herr. Du hast mich gebeten um Aufnahme in den Orden von Shaolin. Daher frage ich dich nunmehr. Bist du bereit, für Shaolin jedes Opfer zu bringen, ganz gleich, wie groß es auch sein mag? Ja, das bin ich, ehrwürdiger Herr. Als Aufnahmeritual wird Julian symbolisch das Haar geschnitten. Selbst seinen Namen muss er ablegen. Von heute ab bist du mein Sohn und ich dein Meistervater. Von heute ab, wenn du in den Orden aufgenommen wirst, sollen die Menschen dich kennen unter dem Namen Shi Xiaofang. Mögen die, welche seiner Aufnahme zustimmen, schweigen. Die aber, welche sie ablehnen, mögen jetzt sprechen. Ganz besonders ist es natürlich für Shaolin einfach die Tatsache, dass wir in Europa ja erst den 3. Novizen überhaupt aufnehmen. Und das ist etwas, was natürlich eine ganz besondere Bedeutung hat. Er ist damit der 3., der es schafft, in diesen Kreis hineinzukommen. Und das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Super. Stolz. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut für ihn, dass er jetzt glücklich ist. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, jetzt ist er noch ein Stückchen weiter weg für uns. Es kann Wochen sein, dann sitzen wir 2 zu Hause und dann kommen irgendwelche Gedanken wieder. Fehlt uns schon. Das ist mein Traum, Mönch zu sein. Und den habe ich jetzt erfüllt und alle haben es mitgekriegt. Fühlt sich gut an. Das Klosterleben verlangt jungen Männern viel ab. Matthias, alias Shi Xiaohe, verließ den Orden. Er fühlte sich in seinen Freiheiten zu sehr beschnitten. Ich bin ja aus dem Kloster gegangen, weil die Regeln, es war zu viel, das einzuhalten. Zum Beispiel, wenn man irgendwas machen will oder so, man muss immer fragen im Tempel. Verstehe ich auch, das ist halt dort so die Regel, aber hier bin ich einfach frei. Aber ob das halt so gut ist, wer weiß das schon. Der 20-Jährige macht nun eine Lehre als Maler und Stuckateur. Seine Klostervergangenheit stößt bei seinem Chef auf Anerkennung. Ich hab's erstmal gar nicht glauben können, dass es sowas überhaupt gibt bei uns. Das war erstmal der erste Gedanke. Aber im Nachhinein, wo er ein bisschen erzählt hat, was genau da ist, habe ich gedacht, das ist ganz gut. Weil er hat vor allen Dingen Disziplin beigebracht hat. Er war aufständig, oder ist aufständig. Und ich denke mal, anderen Jugendlichen in seinem Alter sind nicht so wie er. Er ist ehrgeiziger wie anderen. Ja, und das finde ich halt gut daran. Matthias lebt mittlerweile wieder bei seiner Mutter. Er haderte lange mit dem Abbruch des Noviziats.
Mir ist es sehr schwer gefallen, aus dem Kloster zu gehen. Ich habe es auch bereut an dem Tag, als ich aus der Tür rausgegangen bin. Aber ich habe mich dann doch für den Weg entschieden. Also es war mir in dem Moment Liebe. Hin und her gerissen zwischen zwei Welten versucht Matthias wieder ein ganz normales Leben zu führen. Hallo, ich hätte gerne eine kleine Portion Nudeln mit Gemüse. Also ohne Fleisch? Ja. Kurz nach seinem Austritt imitierte er noch den Tagesablauf des Klosters. Doch dann lockte das pralle Leben. Ich habe sehr viel nachgeholt. Also ich bin einkaufen gegangen, Klamotten, Party, was man halt so in dem Alter macht. Und weil ich das ja davor nicht hatte. Und es hat mir schon gefehlt. Ich meine, ich wachse ja in der Welt auf. Also ich bin nicht im Kloster geboren, wo ich das alles nicht kenne. Deswegen habe ich schon ein bisschen vermisst. Eine Rückkehr ins Kloster kann sich Matthias nicht vorstellen. Er schmiedet weltliche Pläne. Meine Zukunftsvision ist, dass ich irgendwann so gut arbeiten kann wie mein Chef und vielleicht irgendwann auch ein Haus bauen kann. Das sind so meine Zukunftspläne. Familientechnisch erstmal so. Nein. Wie kann ich Kinder haben, wenn ich kein Mädchen finde? In der Welt. Ja, also vielleicht treffe ich auch nur manchmal die Falschen. Ich habe keine Ahnung. Im Kloster in Kaiserslautern nennen Julian mittlerweile alle Shami. Das bedeutet auf Chinesisch Novize und ersetzt im alltäglichen Umgang den komplizierten Ordensnamen. Heute steht Hard Qigong auf dem Programm für Fortgeschrittene. Was gespürt? Ja, spüren tut man immer was. Ich spüre es ja auch, wenn sie mir die Hand geben, aber es tut deswegen ja nicht weh. Die perfekte Beherrschung des Qi, der inneren Lebenskraft, ist entscheidend. Beim Ausatmen entlädt sich die gesammelte Energie. Wenn man es falsch macht, können schon Starkverletzungen entstehen, also innere Verletzungen vor allen Dingen oder auch Brüche, zum Beispiel Knochenbrüche. Weil gerade der Unterarm nicht so stabil ist. Ja, Elle und Speiche sind schnell gebrochen. Man muss halt täglich üben, Qigong täglich üben, sonst macht es keinen Sinn. Ja, sonst ist die Verletzungsgefahr einfach zu groß. Durch das Training des Geistes erreichen die Shaolin-Mönche eine mentale Stärke, die die körperlichen Höchstleistungen erst ermöglicht. Der Orden zehrt noch heute von dem Mythos der Unbesiegbarkeit. Es ist wichtig, dass man richtig ausholt. Das heißt, man darf auch nicht zu locker draufschlagen. Also am besten den Stock in die Hand nehmen und mit voller Wucht durchschlagen. Es ist eigentlich von meiner Seite, seiner Seite aus, der schlägt, nicht so viel Arbeit. Wichtig ist halt, dass man richtig trifft. Ja, wenn man jetzt den Bauch treffen möchte, sollte man den Bauch auch treffen und nicht den Kopf oder die Brust. Weil das Qi wird ja bewusst von demjenigen, der die Vorführung macht, in die Bauchregion gelenkt. Und dort ist ja das Qi in dem Moment gesammelt. Die zerbrochenen Stöcke gelten als Beweismittel. Diese Übungen werden natürlich nicht gemacht, um Stöcke zu zertrümmern ursprünglich. Früher hat man damit überprüft, ob die Qi-Sammlung funktioniert. Das heißt, es kann natürlich jeder behaupten, ich habe da das Qi konzentriert und ich spüre dann nichts mehr und habe da keine Schmerzen. Überprüft wird das Ganze, indem man das dann testet. Man hat halt herausgefunden heutzutage, dass diese Tests sich in Shows wunderbar verkaufen lassen. Wann Shami den Meistergrad erreicht, liegt in der Macht seiner Lehrer. Die Prognose schwankt zwischen 4 und 5 Jahren. Welche Nadel machst du? Diese. Versuch zwischen den Fingern einzuklemmen. Mhm. Ja, Daumen fixiert, 2 anderen Finger halten. Ganz locker stehen. Und du musst versuchen, Arm ganz strecken.
Nicht ganz durchstrecken, aber so weit nach vorne wie möglich. Okay. Und dann versuchen die Nadel von ganz hinten bis nach ganz vorne zu beschleunigen mit dem ganzen Körper. Jetzt mal schnell. Hopp. So. Nochmal. Hopp. Und nochmal. Noch weicher. Hopp. Locker. Jawohl. Noch direkter die Hand. Keinen Bogen machen, sondern ganz gerade. Gerade nach vorne. Ja. Gut. Und nochmal schneller. Entscheidend ist, dass der Körper ganz weich bleibt, sodass wir wirklich die Geschwindigkeit entwickeln können. Der Körper muss weich sein und dann die ganze Kraft auf einen Punkt bringen. Die Nadel muss exakt im 90-Grad-Winkel auftreffen. Das war zu nah. Man übt zuallererst einmal auf Karton. Karton ist ja ziemlich weich, da geht ja eine Nadel einfach rein, wenn die Technik stimmt. Und steigert dann halt den Schwierigkeitsgrad nach und nach bis hoch zur Glasscheibe dann. Auf eine Geschwindigkeit von ca. 160 Stundenkilometer muss Charmy die Nadel beschleunigen. Das sieht gut aus. Gut. Klein, rund, Ja. wenn die Nadel durchgeht. Ist gut. Danke. Eine der höchsten Künste, die es in Shaolin gibt. Man versucht ja immer, Körper und Geist zu vereinen. Und nur wenn Körper und Geist eine Einheit bilden, kann man solche Höchstleistungen erzielen. Spektakuläre Stunts allein machen noch keinen Shaolin-Mönch. Um trockene Theorie kommt Charmy nicht herum. Ob Kalligraphie oder die Regeln des Buddhismus, das tägliche Studium ist Pflicht. Ich bin eigentlich im Grunde ein fauler Mensch, aber es gibt sehr viele Themen, die mich auch interessieren und gerade im Buddhismus gibt es einige Sachen, wo ich dann auch bereit bin, selbst zu lernen. Der Pflichtenkatalog von Charmy und Shi Hong Xuan ist lang. Mit zu ihren Aufgaben gehört die Verpflegung aller Klosterbewohner. Vorher habe ich eigentlich nur asiatisches Essen aus den Restaurants gekannt, aber selbst so nie wirklich gekocht oder zu Hause gehabt. Wenn ich mal was gemacht habe, war es vielleicht ein Toast oder Tiefkühlpizza, aber da muss man ja nicht wirklich viel für kochen müssen. Der Klosteralltag ist straff getaktet. Fernsehen und Zeitung lesen sind zwar erlaubt, doch dafür fehlt meistens die Zeit. Es gab schon Sachen, mit denen wir erst ein paar Tage danach erfahren haben, wie das ist wirklich passiert. Es kommt auch mal vor, dass wir einen ganzen Monat kein Fernsehen gucken oder uns irgendwie um Nachrichten bemühen. Höchste Priorität gilt dem Leben für Buddha. Im nordrhein-westfälischen Solingen ist bei Julians Familie mittlerweile der Alltag eingekehrt. Die Ordination fand vor einem Jahr statt. Trotzdem ist der Sohn überall präsent. So beginne ich also im Grunde genommen jeden Tag meine Arbeitszeit, erst mit einem Blick auf meinen Sohn. Und das motiviert mich dann auch, bei der Arbeit genauso stark zu sein, wie er es jeden Tag im Tempel sein muss. Und dann freue ich mich auf den Arbeitstag und lege dann los. Esther Jacobi wurde von Julians Wunsch, Mönch zu werden, völlig überrumpelt. Der plötzliche Bruch der heilen Familienwelt steckt der Mutter immer noch in den Knochen. Wenn ein Kind auszieht, dann hat das eine Entwicklung gehabt. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. In diese Situation wächst man rein und wir sind ins kalte Wasser gefallen oder geschubst worden. Es war ja ursprünglich, hat Julian seinen Jahresurlaub genommen von der Ausbildungsstelle, um 2 Wochen mit den Shaolin-Mönchen zu trainieren. Was sich daraus entwickelt hat, das konnte ja keiner wissen. Ne? Dass er dann da bleiben wollte und der Tempel ihn auch da halten wollte. Beisammensein in gemütlicher Runde gehört bei den Jacobis zum festen Ritual. Trotz des Verlustes der trauten Viersamkeit bemühen sich alle, Julians Lebenswandel zu tolerieren, einschließlich Namensänderung. Auswendig können wir es schon. Das Schaufang. Das fällt immer ein bisschen schwer, weil dieses X, I, A, O, A, nee, A, O, ja, das auszusprechen. Aber wir sagen trotz allem immer Julian.
Das ist und bleibt unser Julian. Julchen. Darf ich aber nicht mehr sagen. Julian ist auch im Jahr des Drachens geboren. Der Name bedeutet kleiner Phönix und Phönix und Drachen haben in der chinesischen Geschichte wohl einen sehr hohen Wert. Und von daher war das schon toll, als wir das hörten. Ne? Ja. Julian ja der Erste ist, der es so lange ausgehalten hat und passt ja zu seiner Stärke. Auferstanden aus der Asche und so. Finde ich sehr passend. Für die Trauung seiner Schwester bekam Julian Sonderurlaub. Ah, nee. Schön. Doch ein nettes Pärchen, muss man sagen. Ach, ist das schön. Ja. Ja. Der kleine Bruder hebt die große Schwester. Bei privaten Terminen muss der Novize keine Robe tragen. Mit Brautstrauß. Ja. Halt immer noch traurig, dass er bei vielen Anlässen einfach nicht dabei sein kann. Und wenn es einfach nur am Wochenende ist, wie jetzt im Sommer EM gucken, wenn man sich dann abends im Garten trifft. Seine Freunde kommen dann zu uns, die mussten wir adoptieren, als er weggegangen ist. So, und dann fehlt er natürlich. Das ist auch schön. Der neue Mann an Nadines Seite hat es nicht leicht. Ich erinnere mich noch, als wir Julian alle mal nach Köln gebracht haben, zum Zug. Was hat er da zu dir gesagt? Weiß nicht mehr. Wenn du meiner Schwester das Herz brichst, brech ich dir die Knochen. Ja, stimmt doch, oder? Ja, hat er gesagt. Im Zweifel taugt die Kampfmönch-Ausbildung auch zum Schutze seiner Lieben. (2009) erfüllt sich ein Traum für die Ordensmitglieder. Das Kloster zieht um, weg von der Hauptverkehrsstraße in Kaiserslautern, raus aufs Land. Viel Arbeit ist der Umzug für mich. Ich freue mich natürlich aufs neue Haus. Wird bestimmt schön, ist viel Platz. Sieht gut aus, schön am Wald und so, gut zum Trainieren. Selbst der Chef des Klosters packt mit an. Zu groß ist seine Sorge, dass etwas zu Bruch geht. Behandelt die Möbel bitte, als wären es meine. Hallo, Sandra. 3 Etagen gilt es auszuräumen. Nur mit Hilfe der Vereinsmitglieder ist das Pensum an einem Tag zu schaffen. Der Ortswechsel wird von allen begrüßt. Es ist schwer, Leuten zu erklären, ich bin beim Shaolin-Tempel, komm doch mal vorbei, komm mal ins Büro und dann steht man halt vor einem Kaiserslauter Altbau, der nicht unbedingt so gut erhalten ist. Es ist schwieriger, den Leuten klarzumachen, dass das wirklich eine ernstzunehmende Sache ist. Ich meine, der Shaolin-Tempel Deutschland ist jetzt nichts Kleines, so ein kleiner Dorfverein oder so. Da wäre durchaus auch repräsentatives Auftreten gefragt. Und ich denke, mit dem neuen Gebäude können wir das auch nach außen hin zeigen, was wir sind und wer wir sind. Charmy lässt keine Gelegenheit aus, die schwersten Besitztümer zu schleppen. Ein zu viel gibt es für den Novizen nicht. Sehr selten, dass ich überhaupt mal einen Muskelkater habe. Also ich kann auch extrem viel trainieren, also noch mehr, als ich sowieso schon trainiere. Und trotzdem habe ich am nächsten Tag keine Schmerzen oder so. Ein Klosterleben mitten in der Stadt fällt nicht immer leicht. Charmy freut sich auf die Vorzüge des Landlebens. Das Morgentraining findet jetzt nicht mehr in dem Park statt, wo wir früher waren. Da hatte ich oft das Problem mit, dass auch oft Leute zugeschaut haben. Das war schon ziemlich störend manchmal. Also da hatten wir es auch oft mit Jugendlichen zu tun. Die haben sich dann da hingesetzt mit ihren Handys, haben Videoaufnahmen gemacht zum Beispiel. Und das Gute hier am Wald ist einfach, man kann in den Wald gehen und da laufen halt nicht so viele Leute rum. Ja, man kann dann einfach in Ruhe trainieren, ohne die ganze Zeit von anderen da gestört zu werden. Die kleine Stadt Otterberg, 8 Kilometer von Kaiserslautern entfernt, wird nun die neue Heimat des Klosters. Abt Shi Hang Song hat jahrelang nach einer passenden Immobilie gesucht. Also damit ein Haus überhaupt die Möglichkeit hat, als Kloster zu fungieren, braucht es zunächst einmal viel Platz, viele Zimmer. Das hat das, auch wenn es von außen im Moment nicht so aussieht, aber viel Platz, viele Zimmer. Und natürlich ist das Gebäude wunderschön. Also wenn man einfach sieht, wie die Bögen gearbeitet sind und wie die Fenster gemacht sind und so, ist das eine hervorragende Arbeit. Und für uns war sehr wichtig, dass wir in einem Gebäude sitzen, das auch für die absehbare Zukunft ausreichen wird. Das Kloster soll schon bald mehr Novizen beherbergen können.
Nach Shami überstand kein Kandidat die Probezeit. Das soll sich nun ändern. Ausreichend Trainingsgelände ist bereits vorhanden. Man ist direkt am Wald, wo man schön trainieren kann. Ich denke, der Unterschied ist riesig zu vorher. Auch die Ruhe und nicht direkt in der Stadt, das gibt halt ein ganz anderes Feeling nochmal. Mehr Kloster-Feeling, sag ich mal. Das größte Zimmer des Hauses wird traditionell zum Buddha-Raum auserkoren. Ja, das ist natürlich bombig. Also hier wird der Alte ja, ich glaube, 4-mal reinpassen. Das ist schon gut, auf jeden Fall. Sieht dann auch nicht alles so gequetscht aus. Ja, wenn man viel Platz hat, ist es angenehmer auch. Mehr Leute können reinkommen. Vorher gab es ja Probleme, wenn 4 oder 5 Leute drin standen, war es ja schon sehr eng. Das Problem haben wir jetzt halt nicht. Dieser Schrank hier, darf ich mal ganz kurz? Mein Zimmer. Wo es zum Novizenzimmer geht, zu Shami hoch, passt die eventuell unter die Treppe. Unten, das unten lag. Dann ins Zimmer vom chinesischen Meister. Das wird was, das passt. Ich habe das vermessen, das müsste passen. Müllschredder. Nein. Novizezimmer. Meins. Deutscher Meister. Mein Zimmer. Haben Sie noch einen Überblick? In etwa. Wir werden wohl danach noch sortieren, zu breit. Wir werden danach sortieren müssen, noch was in falschen Zimmern steht. Aber das ist ja immer so. Ich versuche schon die ganze Zeit, mich zur Meditation zurückzuziehen mit der Begründung, das ist ja beruflich meine Aufgabe. Aber die lassen mich nicht. Nein, also ich bin schon sehr froh, wenn es rum ist. Ich glaube, das ist ein Grund, Räucherstäbchen anzuzünden. Shami und Shi Hong-swan beziehen ein Zimmer unter dem Dach, ohne Heizung. Die beiden besitzen nur das Nötigste. Dekoriert wird im Sinne des Ordens. Gut, ist eigentlich schon alles von uns drin. Ja, ich denke mal, Pornokalender würde nicht so gut kommen. Aber ansonsten, ich denke, wenn wir einfach ganz normal Bilder von Mönchen oder sowas aufhängen oder Poster mit Buddhas drauf oder sowas, das ist ja kein Problem. Aber ich habe sowieso nicht vor, das jetzt großartig zu schmücken irgendwie. Am nächsten Morgen holt die klösterliche Eskorte einen Probeschüler vom Bahnhof ab. Einmal mit den echten Shaolin-Mönchen trainieren, das wollen viele. Das ist mittlerweile schon Routine. Also, die kommen und gehen, manche kommen nur für einen Tag oder bleiben halt nur einen Tag, weil es länger nicht durchhalten, manche 2 Tage. Aber spätestens nach 1 oder 2 Wochen sind sie ja weg. Also von daher ist es nichts Besonderes. Hallo. Hattest du eine gute Fahrt, ja? Ich? Ja. Sehr ruhig. Wie alt bist du jetzt? 13, dann bist du heute unser Jüngster. Insgesamt 3 Neulinge wagen das Kräftemessen mit den Profis. Mal schauen dann, wie körperlich belastbar du bist, denn einfach wird das nicht hier. Ich weiß. So. Hallo. Hallo. So, bitteschön. Ja, wir sind die Familie Schad. So. Ja, gut. Es ist so, ihr seid die Woche zu dritt. Okay. Ja, 3 Leute. Weil dadurch, dass wir sind ja umgezogen, die Adresse hat sich ja erst vor kurzem geändert, dadurch ist sehr viel mehr Platz gewesen auch und wir haben natürlich auch die Gelegenheit, mehr Leute zu nehmen. Das hat für dich natürlich oder für euch hoffentlich auch ein paar Vorteile natürlich, dass nicht einer allein, normalerweise war es früher immer einer alleine und das ist natürlich auch schon immer ein bisschen schwieriger. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen, die Sie gerne noch klären würden? Das Krankenkärtchen haben wir nicht dabei. Soll ich Ihnen das noch zuschicken? Wir hoffen ja jetzt mal, dass es nicht gebraucht wird. Falls doch was wäre, rein hypothetisch, dann sagen wir dem Arzt, wir reichen es ihm nach und dann sagen wir Bescheid. Okay. Dann mach's gut. Dann viel Spaß. In 2 Wochen, hoffe ich mal. Ja, hoffen wir. Ja, genau. Gut, okay, also gut. Alles klar. Dann, ja. Ciao. Gut, ich lasse ihn hoffentlich in guten Händen. Zu essen kriegt er auch was. Ja, ich denke, wir gucken mal. Doch, ja. Kriegt er. Okay. Tschüss. Gut, tschüss. Willensstark ist er schon, das stimmt. Ja, wenn man so sieht, war er mal so ein kleiner, dicker Nintendo-Junge. Er hat auf einmal angefangen, kein Fleisch mehr zu essen, ernährt sich nur noch vegetarisch. Ja, zieht er auch strikt durch.
und rauchen und so. Und die Dorfjungs, die saufen, kiffen, machen alle Scheiße. Hat er auch abgehakt. Das ist für ihn kein Thema und das interessiert ihn sehr. Also geborener Mönch, oder? Jo, warum nicht? Das ist doch seine Zukunft. Und meinen Sie, was ich alles schon gewesen bin? Früher habe ich an solchen Autos die Sterne abgerissen und jetzt habe ich selber so eine Kackkarre. Der 15-jährige Christoph stammt aus Bielefeld. Er übt seit Jahren Kickboxen und Jiu-Jitsu. Ist auf jeden Fall cool. Machst du manchmal Meditation oder sowas? Oder? Also nicht wirklich. Also ich bin überhaupt nicht, also Buddhismus oder Meditation habe ich eigentlich gar keine Ahnung. Also ich weiß schon, also so in etwa, wo es im Buddhismus geht, aber ich habe nie so viel das Leben an sich. Ja, klar. Also es war mal halt so eine vage Überlegung, weil es mir halt interessiert hat, hier mal mitzumachen. Und dann hat halt mein Vater gleich angerufen, dann hieß es, ja, die 2 Wochen sind frei. Ja, hat er gleich zugeschlagen, ich kam aus der Schule, ja, du bist angemeldet, fertig. Philipp ist das Nesthäkchen unter den Neulingen. 6 Stunden Bahnfahrt von Berlin nach Kaiserslautern liegen hinter dem 13-Jährigen. Ja? Okay. Das ist euer Zimmer. Ja? Das Mädchenzimmer. Aha. Ist klein, aber ist lang. Soll ja nur drin schlafen. Ja. Ja, jeder kann sich natürlich ein Bett aussuchen. Macht das unter euch aus, wer welches Bett möchte. Und wie gesagt, dieses Zimmer nicht. Und ab hier nach oben geht's auch nicht. Ja? Für euch. Für diejenigen, die es noch nicht wissen. Erste Regel, ja, Gehorsam und Disziplin. Ja? Wenn ihr mit jemandem redet, der Rang höher ist, das ist hier so gut wie fast jeder, dann hört ihr dem zu, unterbricht den nicht, macht keinen Quatsch und geht mit dem respektvoll um. Okay, gut, verbeugen. War ganz gut. Ja. Auch ein bisschen streng, so. Muss ja. Ja, aber muss so. ja. Sonst wäre es ja nicht irgendwie. Ich denke, in Deutschland bloß ist es auch streng, ne? Ja, das ist natürlich schon. Ich habe mir halt die Umgebung jetzt, weiß nicht, ein Haus anders vorgestellt, aber sonst ist es schon, wie ich es erwartet habe. Im Kampfsport aktiv sind alle 3 der Klosterschüler auf Zeit. Die Aussicht auf stundenlanges Training schreckt sie bislang nicht ab. 3 Stunden Training sind nicht so das Problem, solange es nicht 3 Stunden Krafttraining sind. Die Nachmittagstraining werden dann schwer. Ja, Das sind 4 Stunden. also so einfache Übungen sind, ja, das geht. Ach, ich blicke bei dem Muster nicht durch. Ich auch nicht. Philipp spielt ernsthaft mit dem Gedanken, Novize zu werden. Seine Mutter ließ ihn nur ungern ziehen. Betten beziehen? Nee, das mache ich nicht. Das macht die Mama? Ja. Da stelle ich mich immer so dämlich an. Sie versucht es mir zwar immer einzugewöhnen, ich soll das Bett selber machen, aber wenn sie mir dann dabei zuguckt, sagt sie, ach komm, ich mach selber. Seit dem Umzug verfolgt Shi Hong Song eine andere Strategie, Nachwuchs zu rekrutieren. Einzelkämpfer sind in den letzten 3 Jahren alle gescheitert. Nun setzt der Abt auf Teamgeist. Einer alleine ist ja auch immer in der Lage, er weiß noch nicht so richtig, wie soll er mit den Leuten umgehen. Und für den sind halt alle, denen er begegnet, zunächst einmal Shaolin-Tempel. Ja. Und bei mehreren ist es einfach so, die fangen halt zusammen neu an. Es ist für sie alle fremd. Sie können sich untereinander austauschen, ohne damit rechnen zu müssen, jetzt dem Falschen was Falsches zu erzählen aus ihrer Sicht oder so. Und ich denke, dass das ganz viel Druck wegnehmen kann. Also wir hoffen, dass es das tut. Es ist, wie gesagt, ein Experiment. Noch am Abend beginnt das Training. Erste Bewegung Mabu, ja, mit Schlagen. Hoch, Schlagen. Ja. Über. Ja, Füße, parallel Gewicht in der Mitte. Schneller schlagen. Ja, wenn du runterkommst, direkt fest. Schön. Ja, schneller. Oh. Hoch und schlagen. Zack. Runter. Nicht den Kopf runter. Und nochmal auf die Fäuste.
Tief stehen. Robert, tiefer. Nach vorne gucken. Nach vorne gucken. Ja. Okay, fertig. Wunden lecken schon nach der ersten Einheit. Oh, bescheuert. Oh, bescheuert schon ein bisschen. Aber es geht. Noch. Wo man stirbt, davon wird man stärker. Also von daher, ach, ich mach weiter davon, auf jeden Fall. Ich lasse mir das nicht nehmen, egal. Auch nicht. Wir halten es durch, ne? Ich hoffe. Aber ihr sollt jetzt erstmal dahin. So. Da, es kommt noch wohin. Aufstellen. Ja. Auf, schneller. Wie viel haben Sie jetzt schon geleistet? Wie viel die Jungs jetzt schon geleistet haben, das ist nicht viel. Nicht viel, aber dafür sind sie schon einigermaßen kaputt. Also, das war jetzt das Kindertraining, Qigong, aber Qigong ist ja nicht wirklich jetzt anstrengend. Es war mehr Erholung und Kraft sammeln. Und dann Omi Tofo. Nach 2 Stunden Training sind bei Charmy keinerlei Ermüdungserscheinungen zu erkennen. Nur wer kämpft, hat eine Chance mitzuhalten. Schneller, schneller. Immer weiter drehen. 1 und 2, 1 und 2. Okay, und Liegestütz. Das ist das ganz normale Training, das gemacht wird. Die Problematik ist, man kann unser Trainingspensum nicht einfach jedes Mal nach unten fahren, wenn jemand kommt. Das würde ja uns schwächer machen, statt die stärker. Und zum anderen ist es so, dass wir ganz deutlich darauf hinweisen, dass man schon eine gewisse Mindestkondition mitbringen muss und dass man topfit sein muss, in bester Verfassung sein muss, um überhaupt einsteigen zu können. Die Demonstration von Kraft und Stärke schüchtert die Neulinge zunehmend ein. So. Athletische Sprünge aus dem Stand erfordern große Anstrengung. Die Versuche stellen den Shaolin-Novizen nicht zufrieden. Auch wieder beide Füße gleichzeitig auf dem Boden. So. So. 3 Jahre tägliches Training formten Julians Körper und seinen Geist. Willst du mich treffen? Hier. Ja. Ja, muss mindestens nur ein Fuß hier hinkommen. Ja. Zieh! Komm nicht hoch. Zurück, nochmal. Zieh! Nochmal. Zieh! Zieh! Okay, du hast mich jetzt am Bauch getroffen. Am nächsten Mal triffst du mich am Kopf. Okay. Ja. Mit mir wurde es auch so gemacht und deshalb, es hat ja nicht geschadet. Deshalb, ich mache genau das Gleiche mit denen, was mit mir auch gemacht wurde. Ein Teufelskreis. Meine Seite tritt 2-mal. 1, 2. Stellt sich direkt hin und dann tritt die andere Seite. Und feste. Das sogenannte Abhärtungstraining stellt die Anfänger vor eine extreme Belastungsprobe. Wir wechseln einmal in die Richtung. Durchhalten, durchhalten. Die Leute werden ja nicht getrieben, bis sie umfallen im Prinzip, sondern es ist so, es wird von jedem, der kommt, erwartet, dass er an seine persönliche Grenze geht. Das ist sehr verschieden. Die kann sehr unterschiedlich gelagert sein, diese persönliche Grenze. Der Schlüssel liegt nur darin, dass ganz viele nicht an ihre tatsächliche Grenze gehen, sondern an ihre gedachte Grenze. Und dazwischen klafft oft auch eine riesen Differenz. Die gezielten Schläge sollen Muskeln und Knochen durch Mikroverletzungen stählen. Arm hoch, Arm hoch. Nur
wer über Schmerzen erhaben ist, hält diese Tortur durch. Statt einer Verschnaufpause stehen Liegestütze auf dem Programm. Roberts Kraft schwindet. Ich schaffte nicht mehr. Weiter. Oh! Was geht jetzt im Kopf vor? Ich muss mich sammeln. Oh! Komm, weiter. Zieh's einmal durch und hast du hier hinter dir. Einmal 30 Stück, dann ist vorbei. Ich dosiere das schon, ja. Man kann nicht bei allen gleich machen. Also es gibt ja viele, die haben sowas auch schon gemacht, haben dann Erfahrung damit. Kann man dann natürlich etwas fester machen. Und von denen hat es jetzt noch keiner gemacht, von den neuen. Und da muss man dann natürlich auch ein bisschen lockerer machen. Es soll natürlich schon so stark sein, dass sie auch was spüren. Das ist halt Schmerz, soll ja Abhärtungstraining sein. Ja, man soll sich an den Schmerz gewöhnen. Und von daher nicht zu locker. Aber ich passe schon auf, dass es nicht so übertrieben ist, dass irgendwie was kaputt geht oder so. Oh, Mitofo. Okay, alle aufstellen in einer Reihe. Verbeugen. Der Euphorie folgt pure Ernüchterung nach 3 Stunden Training. Alles tut weh, man kann nicht mehr und ja, kein Wasser mehr. Verdammt streng. Ein kleines bisschen zu streng. Durch Härte gegen andere wird man zum Krieger, durch Härte gegen sich selbst zum Meister. Das erste Training gilt lediglich als Vorgeschmack auf das Leistungsniveau der Shaolin-Kämpfer. Für Entspannung bleibt kaum Zeit. In nur 8 Stunden müssen die 3 wieder antreten. Also 6 Uhr am nächsten Morgen. Vor der Kung-Fu-Kür steht das Aufwärmen. 12 Kilometer joggen. Shami setzt sich schon nach kurzer Zeit ab. Die Shaolin-Anfänger können mit seinem Tempo nicht mithalten. 40 Minuten später fehlt von den anderen jede Spur. Etwas langsam, würde ich sagen. Aber noch kann ich nicht viel sagen. Haben wir ja gerade erst angefangen mit dem Training. Schauen wir mal später, wie es dann ist. Shami muss sich noch weitere 25 Minuten gedulden. Dann erst erreichen die Neulinge den Treffpunkt, gezeichnet von der ungewohnten Anstrengung. Ich höre auf. Ich kann nicht mehr. Willst du aufhören? Bist du sicher? Ja. Okay. Woran liegt's? Ich kann nicht mehr. Nee, mir geht's in den Beinen, tut's mir weh, am Brustkorb, am Bauch. Am Muskelkater. Ja, das kommt vom Abhärtungstraining. Ich kann natürlich nachempfinden, wie sie sich fühlen, aber das Aufgeben kann ich nicht ganz verstehen. Nee, ich weiß nicht. Also wenn ich ein Ziel habe, versuche ich das ja auch durchzuziehen mit allem, was ich habe. Und ich weiß nicht. Also aufzugeben ist für mich immer ein ganz schwieriger Punkt. Schon nach 48 Stunden sinkt die Motivation der Dreiergruppe auf den Nullpunkt. Robert kapituliert. Nee, ich habe auch keine Lust, dann noch zweiten. Also jetzt nach dem Tag dann richtig, wirklich zu kriechen, das ist mir zu viel. Muss ich mir nicht geben. Machst du jetzt noch das Training mit? Mhm. Das ist unfair. Tja, ihr könnt ja auch aufhören, aber dann war es auch umsonst für euch. Ja, umsonst war es nicht. Ja, aber bei mir ist es im Moment noch so nach dem Motto, hältst du durch, weil alle glauben, du schaffst es zu Hause. Andererseits aber auch zu Hause jetzt einfach auf dem Sofa rumliegen, das ist doch ein bisschen angenehmer, als jetzt hier auf der Bank zu sitzen und zu warten, dass das Training weitergeht. Der chinesische Meister fordert nun von der dezimierten Truppe Höchstleistungen.
Shi Yan-qiu wurde im Shaolin-Muttertempel in China ausgebildet. Sein Regiment ist besonders streng. In der Zwischenzeit wartet Robert darauf, dass sein Vater ihn abholt. Der Entschluss aufzugeben steht fest. Das hört ja nicht auf. Es ist immer so hart und man kann ja nicht einfach zwischendurch aufhören. Nie haben die mal gesagt, 5 Minuten mal Pause oder so, sondern ja, nach einer halben Stunde mal 1 Minute Pause zum Trinken. War auch sehr nett, aber ja gut. Ich denke, ich habe mich schon richtig entschieden. Ich habe da jetzt auch abgeschlossen, sage ich mal. Ich will jetzt nicht nochmal anfangen. Wenn jetzt nochmal die Chance wäre, würde ich die nicht ergreifen. Philipp und Christoph beißen weiter die Zähne zusammen. Sie versuchen, den Anforderungen gerecht zu werden. Doch die Messlatte hängt hoch. Shi Yan-qiu akzeptiert keine Durchhänger. Bei dem chinesischen Meister ist es so, dass er ganz schnell erkennt, ob jemand alles geben möchte oder nicht. Und wenn jemand nicht alles geben möchte, ist das für ihn auch in Ordnung. Nur dann nimmt er sich halt auch zurück, weil derjenige möchte ja nicht die Leistung bringen, also wird er sie auch nicht mehr fordern. Das Pensum zermürbt seit 3 Jahren immer wieder begeisterte Kampfsportler, die die Anforderungen doch unterschätzen. Manchmal bin ich schon erstaunt, was für Leute kommen, aber meistens nicht positiv. Also wir haben schon oft Leute gehabt, die dann wirklich reinkamen und haben gesagt, ja, ich sitze die 2 Wochen hier auf einer Arschbacke ab, ist gar kein Problem. Und nach dem Joggen oder nach den ersten Aufwärmübungen haben sie dann gesagt, nee, ich will nach Hause. Also es ist meistens negativ überrascht gewesen. Dann, ja. Früher als geplant werden Philipp und Christoph zum Frühstück entlassen. Nach nur einem Tag hat Robert die Segel gestrichen. Aus der Traum vom 14-tägigen Aufenthalt. Zu streng war ihm das wohl. Zu viel. Ja? Dass er dann noch zusätzlich Kniebeugen machen musste, wenn er sagt, er kann nicht mehr. Na ja, gut. Ist auch nicht so schlimm. Da hat er wenigstens auch mal erfahren, wo eine Grenze ist. Das ist auch nicht so schlimm. Hi. So, hallo, hallo. Schönen guten Tag. Ja, tut mir leid, das war ein kurzes Gastspiel. Ja, kurzes Gastspiel. So, meine Arme gehen. So geschafft bist du. Da fahren wir aber mal in den japanischen Garten und gucken uns das an. Erlaubt ist auch was wert, genau. Ja, ist halt nicht gewesen. Ja, ja, genau. Ja, richtig. Macht nichts. 350 € kostet eine Probewoche im Kloster. Ich habe ja was dazugelernt, von daher, solange man lernt. Wenn es mir jetzt nichts gebracht hätte, würde es mich ärgern, aber... Ja, ich werde ihm auch was zu der Gebühr wahrscheinlich dazugeben. Das ist ja doch hart, weil das sind 700 € oder so. Finde ich auch schon ein bisschen viel, wenn er die so... Ich meine, dass er sie selber bezahlt hat, finde ich schon mal okay. Aber ja, irgendwo 700 € sind ja für ihn... Mir tun die nicht so weh. Und wieder einmal schwindet die Chance auf einen neuen Klosterbewohner. Wenn es sich tatsächlich erweisen sollte, dass keiner von den Kandidaten irgendwie geeignet ist zu bleiben, ist man insofern einfach nicht enttäuscht. Man versucht sich im Buddhismus davor keine Bilder zu machen. Je genauer man einen Plan fasst, je genauer man die Bilder macht, die man hofft, dass sie sich erfüllen, umso mehr kann man enttäuscht werden, weil je präziser ein Bild gezeichnet ist, umso weniger kann die Wirklichkeit mit übereinstimmen. Charmy lässt sich vom Kommen und Gehen der Gäste nicht beirren. Shi Hong-swan studiert seit 3 Semestern Wirtschaftsingenieurwissenschaften. Büffeln für die Uni muss er in den Trainingsplan integrieren. Ich habe jetzt, seit ich das Studium begonnen habe, den Tempel, das Studium und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Freizeit ist sehr, sehr wenig geworden. Wenn ich mal Freizeit habe, dann nutze ich die natürlich auch, um dann meine Familie zu besuchen oder sowas. Aber mit Freunden oder mal mit irgendwelchen Kameraden aus den Vorlesungen wegzugehen, dafür reicht die Zeit einfach nicht mehr. Das geht einfach nicht.
Aber alles hat ja seinen Preis, von daher. Und irgendwas bekomme ich auch immer dafür. Bei einem Termin in einem Sanitätsfachgeschäft soll Shami vermessen werden, um seinen Laufstil zu analysieren. Das muss möglichst unbekleidet geschehen. Normalerweise sollen Mönche keine Haut zeigen, weil das Regeln sind vom Orden her, dass man nicht so viel Haut zeigen darf. Aber für so medizinische Untersuchungen ist das natürlich wieder was anderes. Auch wenn ich mal zum Arzt muss und der muss irgendwas abtasten, fühlen, dann kann ich ja nicht sagen, geht nicht, darf ich nicht. Ja, man sieht an alten Laufschuhen einfach am besten, gerade wenn ein Problem auftritt, weil meistens kommen die Leute, wenn sie irgendwelche Schmerzen haben, das heißt Knieschmerzen, Achillessehnenbeschwerden. Und dann sieht man einfach genau, was das Problem ist. Eine alte Verletzung am rechten Knie zwingt Shami zur Vorsicht. Der perfekte Schuh soll das Risiko eines Ausfalls minimieren. Für die Gesundheit seines einzigen aktiven Novizen scheut Abt Shi Hong Song keinen Aufwand. Man mag sich zwar vielleicht wundern, wie jetzt jahrtausendealte Tradition auf der einen Seite und modernste Technik zur Auswertung medizinischer Ergebnisse und sowas zusammenpassen, aber wir sind ja auch Bestandteil der Kultur hier. Und das heißt natürlich, dass wir nicht hingehen, jemandem ein paar Jute latschen oder die Füße klatschen und dann sagen, so jetzt lauf mal ein paar Kilometer. Und es ist einfach so, dass man in dem Fall einfach sehen muss, für einen Kampfmönch, einen Novizen, ist das wertvollste Werkzeug, das er hat, sein Körper. Okay, gut. Darfst du was trinken? Shamis Bewegungsabläufe werden exakt unter die Lupe genommen. Siehst du das hier? Also hier ist jetzt die Körpermitte. Ja, dein Fuß setzt also, übersetzt die Körpermittellinie immer ganz leicht. Okay. Du läufst zu sehr nach innen, also versuchen etwas weiter auseinander zu laufen. Das Problem ist einfach, dass du da mit dem Körpergewicht zu sehr auf die Außenseite schiebst. Ja, du gibst zu viel Druck aufs Knie und auch aufs Sprunggelenk damit. Ja, es ist nicht viel. Shaolin Kung Fu ist durchaus mit Extremsport zu vergleichen. Schleicht sich eine Fehlbelastung ein, steht die Karriere als Kampfmönch auf dem Spiel. Zum Kung Fu ist das mit Einlagen wahrscheinlich eher etwas schwierig, weil diese Kung Fu Schuhe ja doch schon sehr, sehr eng gearbeitet sind und auch wegen dem Rausrutschen hinten, ja, und auch durch die Bewegung, die man beim Kung Fu hat, ist das wahrscheinlich eher schwierig, aber zum Laufen auf jeden Fall ein paar Einlagen. 4 bis 5 Paar Schuhe verschleißt Shami pro Jahr. Das Kloster lässt sich seinen Nachwuchs einiges kosten. Tag 3 der Probewoche. Die Belastbarkeit der übrig gebliebenen Anwärter steht weiter auf dem Prüfstand. So geht das nicht tiefer. Rücken gerade, Blick nach vorne. Der tiefe Stand Mabu gehört zu den 5 Grundstellungen des Kung Fu. Liegestütz. Du auch. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Stop. Beine strecken. Es geht nicht mehr. Beine strecken. Es geht nicht mehr. Es geht noch. Doch. Es geht nicht. Ich sehe das. Nein, Komm, schaffst du. Noch 2 Stück. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Komisch, nur weil ich gesagt habe, nur noch 2 Stück geht, oder wie? Als Strafe dafür nochmal 5. Beine strecken. Ich habe auch keine Lust immer, dass ihr Liegestütze macht. Wir wollen auch trainieren. Also, tiefer. Kopf hoch, Rücken gerade. Es geht nicht, es geht nicht. Es geht. Nein, es geht nicht. Runter. Es geht einfach nicht. Runter. Los. Es geht nicht. Mach's einmal noch. Einmal richtig. Einmal richtig. Oder noch Liegestütze. Da, geht doch. Ja. Alles Kopfsache. Aufgeben beginnt im Kopf. Schmerz. Ich weiß nicht, irgendwie nur noch durchhalten und verschaffen. Also, ich weiß nicht. Egal, wenn man sagt, wie oft man aufhört, er zwingt dann immer noch dazu. Also, was heißt zwingen, aber ich weiß nicht, er schafft es halt. Genervt davon, dass er bis jetzt, glaube ich, 10 oder 20 Mal schon gesagt hat, ich gebe auf, ich höre auf. Und dann jetzt trotzdem noch weitermacht. Ja. Er soll einfach einmal sagen, ich ziehe das durch und dann bleibt er dabei.
Und wenn er dann sagt, ich gehe, dann soll er gehen. Aber natürlich hoffe ich, dass er bleibt. Halten! Beine hoch! Wenn ihr absetzt oder es nicht richtig macht, dauert es länger. Los, Christoph, los! Ja, es geht Konzentrier nicht. dich! Es geht nicht. Los, noch ein bisschen! Philipp schlägt sich erstaunlich tapfer. Bei vollem Engagement bieten die sonst so strengen Lehrmeister sogar ihre Hilfe an. Es kommt auf den Menschen drauf an, mit dem ich trainiere, wie streng ich auch bin und wie sehr es mir leid tut, so streng zu sein. Es gibt Leute, die möchten zeigen, dass sie leiden. Ja, die möchten, dass man Mitleid mit ihnen hat. Und gerade bei solchen habe ich es dann nicht, ja, weil sie das quasi erwarten, dass man nett zu ihnen ist und weil sie ja so Schmerzen haben, dass man weniger macht. Das Training fordert sein nächstes Opfer. Christophs Bedarf an Grenzerfahrungen ist ausreichend gedeckt. Hallo, hier ist Christoph. Ja, ich wollte fragen, wie das jetzt mit nach Hause kommen ist. Wann wäre das nächste, so die nächste Zeit, wo ich nach Hause fahren könnte? Nein. Jeder Muskel in meinem Körper sagt nein, nicht nach heute. Auch mein Kopf. Ja. Der ist am lautesten. Ja. Okay, tschüss. Ja, ich will eigentlich jetzt auf dem Sofa liegen und Fernsehen, eigentlich nur noch einfach. Oder eine ganze Nacht durchschlafen mal. Das Verständnis der Daheimgebliebenen ist nicht immer vorhanden. Ich habe im schlimmsten aller Fälle schon Eltern erlebt, die überhaupt gar kein Verständnis für ihre Kinder in dem Fall hatten und gesagt haben, das gibt's nicht und das sogar bis zu dem Ausdruck Versagen gebraucht haben. Und das ist natürlich extrem krass, zumal ich da einfach sagen muss, dann sollten die das doch erst mal probieren, dann sieht man weiter. 2 Wochen seiner Ferien wollte Christoph im Kloster verbringen. Der 15-Jährige hat sich von seinem Traum, Shaolin-Star zu werden, verabschiedet. Shaolin mit seinen Anforderungen, mit seiner Disziplin, mit dem, was alles noch dahinter steht, muss nicht für die Masse sein. Ich muss nicht jedermanns Lehrer sein und nicht jeder muss mein Schüler sein. Einmal pro Woche darf Shami einfach nur locker lassen. Regelmäßige Massage soll die stark beanspruchte Muskulatur entspannen. Anja Werling kennt Shami seit Beginn seiner Novizenausbildung. Eine leichte Tendenz zum Masochismus ist schon spürbar. Ja. Wenn du das sagst. Ja. Was soll ich sonst sagen? Vielleicht irgendwas Nettes, so wie weiter so, mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Ich bin sehr stolz auf dich, Shami. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast dich großartig entwickelt in den letzten 3 Jahren. Nochmal solche 3 Jahre und gehe ich am Stock. Berührungen durch Frauenhände sind auf die Massage beschränkt. Shami lebt seit 3 Jahren im Zölibat. Ich verhalte mich Frauen genauso wie vorher auch. Also für mich macht das jetzt keine Unterschiede. Also ich versuche keinen Abstand zu denen zu halten oder sowas. Also, weiß nicht, sind ja auch Menschen, genau wie die Männer. Ja, ich muss ja deswegen nicht anders behandeln. Nur weil ich ja keine sexuellen Handlungen mit ihnen vollführen darf. Vor allem das Abhärtungstraining hinterlässt in den Körpern der Kämpfer Spuren. Wie schon Paracelsus sagte, jedes Ding ist ein Gift, nur die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Und genauso ist es auch mit Sport. Weil es ist einfach eine immense Beanspruchung für die Gelenke, die Bänder, die Sehnen, die Knorpel, alles. Und das kannst du irgendwann mit genügend Muskelmasse auch nicht mehr kompensieren. Ich meine, es ist ja auch gesund, klar, natürlich. Aber es gibt keinen Hochleistungssportler, der im Alter nicht irgendeinen Schaden davon trägt. Sei es an den Bändern, Gelenken, Sehnen. Wir kennen die Predigten schon. Ich halte keine Predigten. Ich sag nur, es langt. Doch ein Kampfmönch gönnt sich keine Auszeit. Der Sieg des Geistes über den Körper ist das erklärte Ziel. Philipp möchte seinen Idolen nacheifern.
Der 13-Jährige strebt das Noviziat an. Meine Eltern haben nicht damit gerechnet, bei einer Abbruchsquote von 90%, dass ich noch eine Woche drauflege, so als Jüngster. Das ist komisch einfach. Der Älteste geht zuerst, dann geht der Mittlere und der Kleinste, bei dem eigentlich alle gedacht haben, sogar ich, der bricht zuerst ab, der bleibt am längsten und verlängert sogar noch eine Woche. 2 Wochen lang verlangt sich Philipp alles ab. Shami beobachtet dessen Ehrgeiz mit gemischten Gefühlen. Beeindruckt bin ich insofern, dass er für sein Alter schon sehr fit ist, ja, sehr geistesstark auch, dass er das Training so durchhält, dass er sich dazu entschließen möchte, das hier zu machen. Ich möchte nicht sagen, es ist eine schlechte Entscheidung, aber vielleicht ist er ein bisschen jung dafür. Ich denke, mir hat es geholfen, auch das andere Leben richtig kennengelernt zu haben, um dann zu wissen, dass es es nicht. Er hat ja noch nicht viel erlebt, sage ich mal, in seinem Leben. Gut, ich war auch nur 4 Jahre älter, als er jetzt ist, aber ich habe ja eine Freundin gehabt, ich bin in Diskos gegangen, ganz normales Leben geführt wie die Jugendlichen und er das alles noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein Vorteil wäre, wenn man das mal erst erlebt und sich dann dafür entscheidet, dass es nicht das Richtige ist. Am Wochenende steht hoher Besuch aus Berlin an. Xian Lins Ruf als ausgezeichneter Shaolin-Großmeister eilt ihm voraus. Ja, Knie, Schoße, Knie, hart, Gericht. Ob Meister oder Novize, alle wollen eine neue Shaolin-Form erlernen. Nicht perfekt, aber geht. Gericht. So bewegen. Darf nicht so hart gegen, nur so die Finger. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von sich behaupten würde, er hätte jemals ausgelernt. Auch jeder Großmeister wird sagen, egal wie lange er dabei ist, er ist immer Schüler des Systems. Und ich denke, 1, 2 oder 3 Leben reichen nicht aus, um Shaolin Kung Fu völlig gemacht zu haben. Der Großmeister gewährt Shami ein Einzeltraining. Ja, wieder. Und dann die Gewichte vorsichtig, die Gewichte bleiben in der Mitte. Ja, nicht, jetzt nicht. Ja. Da kann man gucken. Okay, egal. Streng und unnachgiebig urteilt der Großmeister über Shamis Können. Kein Lob zu viel. Schon gut, aber er braucht noch viel Geduld, muss noch weiter immer üben. Einfach üben. Die 7-Sterne-Faust ist Xian Lins Paradedisziplin. Ich versuche natürlich auf alles zu achten, um zu gucken, was mache ich anders oder was machen die Meister anders oder der Großmeister, was ich noch lernen kann davon. Und das ist schon ein himmelweiter Unterschied von ihm zu mir. Am Abend wartet auf Shami eine Überraschung. So, wir sind eigentlich hier für eine besondere Form der Zeremonie heute. Und zwar folgendes. Shami, kommst du mal bitte vor. Die Scherbe kann man, glaube ich, ausziehen. Der Orden belohnt Shamis Anstrengungen. Der neue Gürtel dient als Symbol für den nächsten Rang. Bei Novizen ist es so, dass die Meister in allen Bereichen beschließen, denjenigen zu prüfen. Und wenn sie mit der Leistung zufrieden sind, bekommt er den neuen Rang. Irgendwann, wenn sie nicht zufrieden sind, wird er nie erfahren, dass er wirklich geprüft wurde. So ist man zwar auf der einen Seite sozusagen in einer permanenten Prüfung, auf der anderen Seite entfällt ein gewisser Prüfungsdruck und es entfällt natürlich jemandem zu sagen, er sei durchgefallen. Es gilt immer der Satz, Harmonie ist das oberste Gesetz des Ordens und jemandem zu sagen, er sei irgendwo durchgefallen, ist sehr unharmonisch. Auch von mir ganz herzlichen Glückwunsch. Das ist die 2. von 4 Rangstufen und das bedeutet im Prinzip den halben Weg und du hast es dir wirklich verdient. Okay. Alles gut. Meister werden ist natürlich ein großer Traum von mir. In welcher Zeit spielt eigentlich keine Rolle. Wenn es schnell passiert, wäre natürlich gut. Wenn es etwas länger dauert, ist auch in Ordnung. Ich habe es nicht eilig. Das neue Shaolin-Domizil bietet mehr Platz für Gäste. Auch Julians Eltern profitieren davon.
Aus Platzmangel galt früher ein Übernachtungsverbot für Frauen. Nun werden Esther Jacobi endlich Einblicke in den Mönchsalltag gewährt. Ich gebe zu, das ist eine Aufgabe, bei der man das Privileg nutzt, delegieren zu können. Nein, aber mit Frau Jacobi macht es ja Spaß. Das ist ja richtig Teamwork. Und dann geht das super gut. Beim gemeinsamen Kochen löst sich die Befangenheit. Ich hatte mal erst ein komisches Gefühl, habe gedacht, oh Gott, ja, man darf sich da nicht bewegen oder sitzt dann vielleicht 12 Stunden auf dem Stuhl und so. Aber nein, hier geht man selbst an den Kühlschrank, wenn man Durst hat. Oder es ist, ja, wie zu Hause, ne? Also keinen Zwängen unterlegen. Und das hatte ich mir so nicht gedacht. Ich bin angenehm überrascht. Zur Feier des Tages packen alle mit an. Doch das ist nicht die Regel. Normalerweise jeden Tag bin ich in der Küche und mache das Essen. Ist aber schön, mal andere Leute hier arbeiten zu sehen. Ist auch mal gut. Traditionell wird vegetarisch gekocht. Die Rezepte sind eingedeutscht, zur großen Erleichterung von Julians Mutter. Ich war mal in China und man hat uns nur das Beste vom Besten vorgesetzt. Das war nicht so ganz meine Sache, ne? So mit Quallensuppe und also das sind Delikatessen da und seitdem esse ich nicht mehr so gerne Chinesisch. Vor jedem Essen findet eine kurze Zeremonie statt. Beim ersten Bissen geloben wir, nichts Böses mehr zu tun. Beim zweiten Bissen geloben wir, nur Gutes zu tun. Beim dritten Bissen geloben wir, alle Wesen zu befreien. Die Gastfreundschaft des Abtes wird begeistert aufgenommen. Julians Eltern genießen den ungezwungenen Umgang. Vorher war ja doch eine Unwissenheit da, die auch dann irgendwie Angst ist verkehrte Wort, aber eben ein komisches Gefühl erzeugt, ob man alles richtig macht, ob man alles verkehrt macht und das ist total gewichen. Wir fühlen uns hier wohl, wir können uns frei bewegen, sind nicht so wie die armen Jungs gefangen genommen und das ist schön. Julians Eltern haben sich mittlerweile mit der Klosterkarriere ihres Sohnes arrangiert. Der Abschied fällt trotzdem schwer. Ja, vielleicht kannst du den ja nachher mal anrufen. Ne? Ja, versuch. Tschö. Ja. Bis bald. Jo. Wir gucken mal, ne? Ja. Sompet, nochmal Tschüss. Dankeschön. Kommt gut nach Hause. Tschüss, Sompet. Tschüss. 3 Jahre Kloster haben Charmy geprägt. Es bringt mir nichts, wenn ich irgendwie in meinem Zimmer hocke und mir dann denke, oh, ich vermisse die und die Leute. Wenn sie nicht da sind, sind die Leute nicht da. Daran kann ich nichts ändern. Also bringt es mir auch nichts, wenn ich dann deswegen schlechte Laune habe oder sowas. Deshalb versuche ich das ganz nüchtern zu betrachten, auch wenn meine Eltern wie jetzt wieder nach Hause fahren, dass ich mich einfach darauf freue, sie das nächste Mal wiederzusehen. Ich denke nicht drüber nach, wie schlimm es ist, dass sie fahren, sondern wie schön es ist, wenn ich sie wiedersehe.